Ja, meine Blicke wandern immer und immer wieder über diesen Brief und meine Finger streifen über meinen Kopf, wo seit jenem Tag eine Feder stets rot gefärbt ist. Ich stecke mir das zerknüllte Schreiben ein, packe alles in einen Rucksack, packe meine Schlafrolle und verlasse mein Dormitorium, den Schlafsaal, den ich jetzt mein ganzes Leben meine Heimat nannte, und ich hinterlasse ihn so, als wäre ich nie darin gewesen. Aber ich werde die letzte Bitte noch erfüllen und schnappe auch noch einen Korb voller Leckereien, ein wenig Käse, Marmelade, ein guter Schinken, so wie jede Woche, als ich mich auf den Weg nach unten mache, in die Schlacke. Doch dieses Mal ist mein Ziel nicht nur, die Bedürftigen mit ein wenig Essen zu versorgen. Mein Weg führt mich auch in eine Schenke. Eine Schenke, in der ich mich in der letzten Zeit sehr oft aufgehalten habe, sei es um irgendwelche entflohenen Adeligen wieder nach Hause zu bringen oder einfach um das gemeine Leben, wie man es oben nennt, kennenzulernen. Und diese Schenke heißt Futtertrog. Und dort werde ich mich wohl einmieten für die nächste Zeit, bis mich meine Schicksalsschläge in andere Richtungen treiben. Und so begab es sich, dass nur wenige Monate nach den Soulstagen eine Gemeinschaft eine Reise mit unbestimmtem Ausgang entgegentrat. Wahrlich unterschiedliche Individuen, die sich in einer Taverne mit dem Namen der Futtertrog über den Weg liefen. Mit ihrem ersten gemeinsamen Abend begann auch die letzte Nacht in warmer, geselliger und vor allem freundlicher Umgebung. Denn am nächsten Morgen ließen sie Musik und Wein hinter sich, um dem Ruf einer Adelsfamilie zu folgen, der sie in die eisigen, weißen Weiten von Arvia führte. Der nächste Morgen im Futtertrog. Wie immer, wie es im Futtertrog so ist, verbringt man die Nacht oder was davon übrig blieb im Schankraum, wo man einfach seine Decke dorthin legt, wo Platz ist, wo es trocken ist, wo es warm ist. Genauso hat es Evangelos gemacht, der ist mehr oder weniger eigentlich dort umgefallen, wo er gesessen ist, und wurde dann von einem seiner Begleiter zugedeckt. Oder auch nicht, je nachdem. Und ihr habt auch die Nacht dort verbracht. Die Geruchswege sind von Allgemeingeruch des Futtertrogs sowieso taub.
nach diesem Abend. Das Bier ist geflossen, der heiße Kräuterwein genauso, manchmal vermischt miteinander. Gott sei Dank war genug Fleisch und genug Essen immer wieder in den Trögen, sodass man nie auf nüchternen Magen die Alkoholmengen runtergeschüttet haben, für die die beiden Barden gesorgt haben im Endeffekt. Für dich gilt, dass es der erste Abend war, wo du Alkohol vom Volk, wahrscheinlich sogar von den Ebenen in größeren Mengen in dich reingebracht hast. Und obwohl der Kopf am nächsten Tag ein bisschen dröhnt, bist du doch stolz darauf, dass du mitgehalten hast mit vielen anderen in dieser Taverne. Ich habe das sehr genossen, dort einfach am Boden zu schlafen, mit den Händen zu essen, aus irgendeinem Krug zu trinken, keine Ahnung, ob der gerade meiner ist oder nicht. Herrlich, daheim nur mit aufrecht am Tisch sitzen, mit goldenem Besteck essen, aus Weinkelchen nippen. Und so lästig. richtest du dich auf, Ja, siehst mein Kopf brummt. Siehst den Hunsfott schon auf einem der Tische sitzen, trinkt irgendwas. Ich setze mich zu ihm dazu. Er schaut dich an, nickt dir zu. Sind wir bereit? Brechen wir auf? Schaut sich so um, schaut die anderen an, tritt dann so ein bisschen gegen den Evangelos, der so sich aufrichtet, setzt sich auf, schaut dich an, du siehst seine Augen, verdrehen sich kurz. Sagt er. Ah ja, Futterdruck. Bitte? Nicht so laut. Du bist Ja. fabulant. Ja. Hervorragend. Und wir brechen heute auf, oder? Gut. Dieses Gemurmel und Geflüstere von auch anderen Leuten, die sich jetzt mittlerweile bequemen aufzustehen, macht euch auch munter. Für dich einen Platz zu finden ist nie schwer. Ich habe mich auf der Bank so hingelegt und ich bin Bitte? schon wach und bin gerade dabei, so meine Rolle wieder zusammenzurollen und meine Sachen anzupacken. Eine kleine Rolle. Eine ganz kleine Rolle. Hervorragend. Ja, für dich nicht so klein. Ja, wunderschön. Das war ein sehr Ja. billiger Abend gestern. Also ganz kleine Hunden. Es war überhaupt ein billiger Abend, denn tatsächlich hat euch Ott nichts verrechnet für diesen Abend. Denn die Gäste, die ihr reingebracht habt, durch die Stimmung, die ihr erzeugt habt, hat ihm einen hervorragenden Abend beschert. Und so war es dann, als es ans Zahlen gegangen wäre, er großzügig, was für ein Ott wirklich Wahnsinn ist, dass er mal großzügig bei der Bezahlung abwinkt. Also muss der Abend schon wirklich sehr gut gewesen sein. Ich bedanke mich bei ihm. Ott ist nicht da, Ach so. seine Frau, Ich bedanke mich bei die ihm. Jurgun, die Jurgun ist jetzt da und hat bereits begonnen, die Sachen, die noch übrig geblieben sind, abzuräumen. Auch sie, eine Zwergin, ihre langen roten Haare und ihr zu ihrem Mann passender Backenbart sind zusammengeflochten. Ja, also jetzt hier dann richtig arge Zöpfe und die sind mit einem Backenbart zusammengeflochten und hängen bis weit über ihre Hüfte hinunter. Und sie hat eine Pfeife im Mund, geht bei euch vorbei, die Pfeife ist nicht angesteckt, riecht aber dennoch nach starkem Tobak, auch wenn sie gar nicht anzündet. Und sie geht an euch vorbei, ihr seht manchmal, tut es den einen oder anderen mit dem Fuß einfach wegschieben, um zu irgendeinem heruntergefallenen Trinkgefäß zu kommen. Aber sie nickt euch zu, offensichtlich hat ihr Mann ihr erzählt, wie der Abend so gelaufen ist. Denn auch sie wirkt zufrieden und nicht ganz so grummelig wie sonst. Ja, es wird sich in den Bier und anderen Gerüchen wird sich bald Weihrauch mischen, weil ich bin mittlerweile schon aufgewacht, habe meinen Incensor angezündet und neben dem vermutlich auch noch so daliegenden Bruder Lucien werde ich ins Gebet versunken. Man hört Gemurmel und Anpreisungen und Inkantationen, begleitet vom Schnäbelklappern.
nach einigen Minuten erhebe ich mich dann, tätschel den Lucien wach, damit er auch nicht ganz den Morgen verschläft und beginne mein Zeug zu packen. Ich hab dich erhört, sagt der Lucien und erhebt sich auch, taumelt ein bisschen. Jetzt sieht man dieses geschmolzene Gesicht auf der linken Seite, das tatsächlich nicht nur nach Brandwunden aussieht, also auch, aber es ist tatsächlich wie wenn seine Haut wie Wachs geworden wäre und so nach unten gezogen ist. Und obwohl seine rechte Gesichtshälfte sehr gütig aussieht, bleibt man doch auf der linken Gesichtshälfte hängen und das schaut nicht sehr schön aus im Endeffekt. Ja. Aber er schaut dich an und sagt, ja, ich hab's gehört, sagt er dann. Ich hab's gehört. Ich werde ihm die Kugel schön, also das schön richten. Er schaut dich dankbar an und sagt, vergiss das Besteck nicht, mein Bruder Kyun, vergiss es nicht. Sagt er dann und nickt dir nochmal dankend zu und driftet aber schon wieder so ein bisschen fast ab. Ja, ich packe meine Sachen inklusive Besteck. Ich stupst dich so an. So. Was hat das mit dem Besteck auf sich? Wünschte, ich wüsste es. Er sollte um sein Gesicht eher besorgt sein als um das Besteck. Bruder Lucien hatte einen schweren Unfall. Was ist passiert? Bei der Einrichtung der Soul-Projektoren ist einer der Energiekristalle explodiert und hat sein Gesicht und seinen Geist verbrannt. Er lebt nicht in der Schlacke, weil wir ihn verbannt haben, aber er fühlt sich hier zugehörig. Ich nicke, höre zu. Dann beginnt er seine Ausrüstung zu pflegen, sein Schwert zu ölen, seine Rüstung zu prüfen und wirkt abreisebereit und etwas konsterniert, dass noch die halbe Taverne irgendwo in der Ecke liegt und schnarcht. Für euch ist es interessant zu beobachten, es ist hochmilitärisch, präzise und geht mit wenigen Handgriffen vonstatten. Also es ist wirklich was er macht. Ja, es ist einfach, man kriegt mit, der macht das jeden Tag genauso zur selben Zeit in dieser Art und Weise. Und während die anderen noch Sachen zusammenkratzen, vor allem der Evangelos, der jetzt irgendwie einen Schuh sucht, den er verloren haben dürfte und so, ist er eigentlich schon fertig und steht mit Sack und Back bereit aufzubrechen. Gut, hat eigentlich Rico schon die Sachen alle zusammen? Hast du was von ihm gehört, Hunsfott? Ja, Rico ist gestern noch gekommen, er hat gesagt, der Schlitten ist voll. Dann können wir wirklich bald aufbrechen, sagt er und schaut nicht sehr glücklich aus eigentlich, aber dann sagt er, aber es ist gut, es ist eine gute Sache, dass wir bald aufbrechen, nicht? Es ist eine gute Sache. Es hätte länger dauern können, ich bin zufrieden. Bin ich zufrieden? Ich bin zufrieden, sagt er dann. Es sind auch nur 4 Tage. Das ist 4 Tage? Na gut. Mit diesen Füßen, sagt er. Hat er ordentliche Schuhe an? Einen, ja. Achso, ja, man sucht Also er hatte ordentliche Schuhe, jetzt hat er einen ordentlichen Schuh an. Ja. Wo ist der zweite Schuh? Wo ist der zweite Schuh? Um das zu klären, wird der Rest des Abenteuers. Nein. Wenn ihr euch umseht, werdet ihr den zweiten Schuh ziemlich schnell irgendwo liegend finden. Wie auch immer er dorthin gekommen ist, weiß man nicht. Er steht nämlich fein säuberlich am Sims des Kamins. Aber es ist Gott sei Dank nichts drinnen. Also niemand hat was reingeleert oder so, denkt man sich vielleicht, wahrscheinlich. Und so seid ihr, außer ihr habt etwas Spezielles vor noch im Futtertrog. Ich frage dich aber noch kurz, seid ihr sicher, dass ihr mitkommen wollt? Ihr habt gestern sehr schlecht ausgesehen. schlecht, inwiefern? Naja, er lag im Schnee und schlieft.
Und war dem Das ist Tode lange nahe. her, aber ich mit deiner Heilkraft hast du mich vollständig wiederhergestellt. Das freut mich. Ich bin dir sehr dankbar. Und dir auch. Ihr könnt auf mich zählen. Ich schulde euch etwas. Ganz unter uns, werde- was wolltet ihr draußen? Irgendwie wollte ich vor allem weg von der Stadt. Sehr weit habt ihr es nicht gebracht. Ich fand schon. Das verstehe ich, aber warum? Seid ihr nicht von der Spitze? Kommst du darauf? Naja, ich hab euch doch gestern gehört. Bruder Cleon und... Ja, aber das Leben dort ist auch nicht. Bitte nicht so öffentlich davon erzählen. Das Leben ist dort auch nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Ja. Irgendwo im Hintergrund seht ihr den Baden Evangelos, der versucht, sich einen Stiefel anzuziehen. Der hoppelt so Ich glaube, leicht verzweifelt vorbei. Kommt da nicht rein, die Füße sind größer geworden. ich freue mich schon sehr, mit euch in den Wald zu gehen. Auf das Schloss weniger. Wird euch niemand dort oben vermissen? Ja, vermutlich schon. Ja, und dann? Bin ich nicht mehr in der Stadt, hoffentlich. Deswegen sollten wir aufbrechen. Dein Entschluss steht fest. Sagt es nochmal, aber langsam. Ihr seid ohne Erlaubnis hier? Ich bin alt genug, dass ich keine Erlaubnis brauche und hingehen kann, wo ich nicht gehen will. Das Haus wissen. Nein. Nein. Ich schon mit so einem Fuß. Nein. Außerdem ist der Bade und Baden müssen sowieso raus. Frei sein. Sachen frei. Frei. Frei sein. Zumindest eine Depesche. Nein. Wasser, sagt er. Müsst ihr nicht bekannt geben. Nein. Linie auf. Nein. Lass den Mann doch seinen Willen. Die Schuhe, bevor sie das erste Mal mit Schnee in Kontakt kommen, musst du noch fett eincremen. Und zwar Fett. hier, packt ein Bündel auf den Tisch und gibt es einen Tiegel, öffnet ihn, das ist, also ein sehr strenger Geruch kommt entgegen, also es ist wirklich Geruch der Natur. grau verteilt. Das ist in Wirklichkeit Bärenscheiße, sind wir uns ehrlich. Ich darf mir auch mal einen Spaß erlauben. Ja? Er schaut so begeistert aus. Bin glücklich. Klatsch. Na dann. Ich wäre bereit. Wir sind zusammengepackt. Die ein oder andere aufgestellte Feder. Nun gut, dann habt euren Willen und ihr auch. Lasst uns aufbrechen. Und so bricht eine kleine Gruppe, die jetzt um 5 Leute vermehrt wurde, schnell wieder auf, um zurück in den Südwesten zum Glaswald zu kommen. Ja genau, in Richtung zu deinem Zuhause, um einer kleinen Jagdgesellschaft Gesellschaft zu leisten. Ihr, die ihr schon öfter unterwegs wart, in der weißen Weite, für euch ist es nichts Neues. Raus aus der Schlacke, vorbei an den Gehöften, die sich noch ein gutes Stück ziehen. Einen ganz guten ganzen Tag ist man unterwegs und sieht immer noch das eine oder andere Gehöft, wo eben noch die Ernte stattgefunden hat oder die letzten Ernten noch stattfinden für Gewächse, die auch die bereits steigende Kälte nichts ausmacht, einzuholen.
Diese Gehöfte sind auch bald hinter einen gebracht und nun, vor allem für deine Augen, interessant, das erste Mal tatsächlich die weiße Weite, wie sie genannt wird, wie sie auch bei euch genannt wird. Ein Meer, könnte man fast sagen, aus Schnee und Eis, das kaum von Felsen oder Bäumen unterbrochen sich vor dir erstreckt, soweit dein Auge blickt. Eure Augen hingegen sind mehr in die Nähe gerückt, denn jetzt beginnt es, dass man die ersten Anzeichen für Firnhaie, für Schneewürmer und dergleichen sehen könnte. Und die wahre Gefahr der weißen Weite offenbart sich für euch. Ich bin sehr konzentriert. Ja. Aber ihr seht auch, der Evangelos ist zwar ausgerüstet mit, ja genau, Evangelos, ausgerüstet mit Dingen, die gutes Geld kaufen können, aber nicht so gepflegt, wie so etwas nun mal eigentlich gepflegt gehört. Mit Fetten und so Geschichten. Also bei ihm sieht man auch schon, der linke Stiefel hat Risse, die bald Feuchtigkeit eindringen lassen werden und die sind nicht mehr dem ist nicht mehr zum Helfen. Ja? Also das kannst du nicht mehr flicken. Oder könnte man noch flicken, aber mit viel Aufwand. Ja? Wohingegen die Wachen, die mit ihm mitziehen, und die stellen sich jetzt auch vor, einer davon, ein sehr kleiner, gedrungener Bursche, ist der Rico, der einen der beiden Handschlitten zieht. Das sind so große Schlitten, die mit Lebensmitteln und solchen Dingen gefüllt sind, die offensichtlich auch Richtung Jagdschloss gebracht werden. Der andere, der mit Hunsfott in der Taverne war, der Jeppa, der und der Hunsfott ziehen einen zweiten von diesen Wegen. Den einen Wagen, den der Rico alleine zieht, wäre eigentlich auch für 2 Mann gedacht. Und so ist es euch bald klar, dass einer fehlt. Im Anbetracht dessen, dass ich deren Herkunft ein Stück weit nachvollziehen kann, schaue ich mir die auch einfach wirklich nach diesem Schema da an. Ja, also wie geschult wirken die? Machen sie es wirklich mit der notwendigen und gelernten? Mach einen Insight-Wurf für das, was du bei den 3 Burschen siehst, die mit dem Evangelos unterwegs sind. Okay. 6. Wahrscheinlich müsstest du sie mal in einer Situation sehen, die klar macht, wie sie ausgebildet sind. Die Situation, in der du sie jetzt siehst, ist mehr eine, wir schleifen einen fetten Schlitten hinter uns her und fluchen dabei. Ja, so eine Geschichte. Der Evangelos selbst zieht keinen Schlitten, der hat Probleme genug, selbst vorwärts zu kommen im Endeffekt. Das Wetter, so wie du gesagt hast, tatsächlich, du weißt gar nicht, ob ihr zeitig genug aufgebrochen seid. Auch für euch macht es sich klar, ja, im Laufe dieser ersten Tageswanderung, dass das Wetter tatsächlich schlechter werden wird. Schau ein bisschen besorgt in den Himmel. Ich werde dem Rico anbieten, den Schlitten mit ihm gemeinsam zu ziehen, damit wir schneller vorankommen. Dankbar grunzend nimmt er dein Angebot an, geht auf die Werf mein andere Bündel Seite. auf den Schlitten, logischerweise, Natürlich. somit, und sag, Ich gehe mal davon aus, dass wir so etwas wahrscheinlich Ähnliches haben werden, so einen Handschlitten, vielleicht nur in einer etwas kleineren Okay, ja. Gerne, ja, natürlich, ja, wo euer Zeug auch Genau, drauf richtig. gelegt wird und ihr Und wir haben einfach so leichtes- Brustgeschirr und Ja. sonst, genau. Genau. Diese Schlitten allerdings sind große, ja, so richtige mit riesigen Ja. Schlittenhörnern vorn drauf, wo man links und rechts sich einhängt und 2 Mann ziehen den, oder halt ein Lastentier könnte es auch ziehen. Wobei Lastentiere, das wisst ihr auch, ganz selten genommen werden, ob jener Firnhaie, und je mehr Erschütterung im Schnee zu spüren ist, umso schneller kommen die und fordern ihren Tribut. Die weiße Weite fordert schnell mal ihren Tribut.
So lasst ihr die Gehöfte hinter euch. Für dich ist die Wanderung am Anfang spannend, in späterer Folge anstrengend. Kann natürlich für alle der Fall sein. Deswegen machen wir mal, um ein bisschen zu würfeln, vielleicht mal einen Constitution Save, bitteschön. Einen Konstitutionsrettungswurf. Die sollten ganz oben links irgendwo stehen, auf diesem Blatt. 19, ja. Ich habe 12. 18. 3. Ja, das ist sehr passend. Ups. Also über 10 ist hier noch akzeptabel, ja, weil das Wetter noch nicht umgeschwungen ist. Es wird kalt. Ja, man spürt, ihr kennt das, dass die Nase beim Einatmen so ein bisschen zusammenpickt. Ja. Für diejenigen, die die Stadt längere Zeit nicht verlassen haben, ist das erste Mal seit langer Zeit, dass es so ist. Die Nase friert ein bisschen ein. Man schmeckt diesen metallisch kalten Geruch sogar in der Luft, der ist zu schmecken. Und für euch, die ihr schon viel Zeit in der Natur verbracht habt, ja, und auf der weißen Weite, ist noch dieser andere Geschmack dabei, dieser bisschen Ozongeschmack, der euch klar macht, ein Unwetter ist im Ansprung, im Anflug. Ja. Kommt da vielleicht irgendwann bald so eine Hütte oder eine Unterkunft oder so? Na, jetzt nach den Gehöften seid ihr mal einen guten, das ist ein Tag über die Gehöfte, einen guten zweiten Tag seid ihr unterwegs über die weiße Weite, tatsächliche Tundra, bis ihr zu den ersten Ausläufern des Waldes kommt. Ja, also fast sogar gute 1,5 Tage, dann kommen die ersten Ausläufer des Glaswaldes. Ein leichtes Taigagebiet, dort wo sich Tundra und Taiga umarmen und küssen, beginnen die Ausläufer und dort seid ihr nochmal einen guten Tag unterwegs, bis ihr das Gebiet erreicht, wo dann das Jagdschlösschen sein wird. Aber von da bis dorthin ist das Programm, was der Name sagt, nämlich die weiße Weite. Und nicht nur das, nach der ersten Hälfte des zweiten Tages, den ersten habt ihr noch so in den Rändern der letzten Gehöfte verbracht, wo man sich in einem Schuppen Unterschlupf bringend konnte, wenn man den Bauern so ein bisschen Geld gibt, was der Evangelos gerne übernimmt und gemacht hat. Und dann seid ihr schon unterwegs. So seid ihr am Ende des zweiten Tages in der weißen Weite unterwegs. Der gute Fabulant schnauft aus den letzten Löchern. Du hast eine Erschöpfungsstufe am Ende dieses Tages erreicht. Ich falle irgendwann wahrscheinlich ordentlich zurück. Ich bin froh, dass andere den Weg durch den Schnee bahnen. Naja, also ich glaube, wenn wir das realisieren, dass er zurückfällt, heißt mal Halt. Ephraim, Was ihr mitkriegt, hast du noch etwas? Was ihr mitbekommt, der Evangelos hat keinerlei Führungsqualität übernommen. Ich übernehme das. Der geht einfach. Ich Du gehst vor, oder was? gehe vor. Ja. Sondern bedeutet hier, Bix, warte. Ephraim, hast du noch etwas von diesem Fett? Mein Gesicht friert ein. Was willst du dir ins Gesicht schmieren? Ich weiß nicht. Hilft's? Wir können es mal versuchen. Ja, aber warum bindest du dir nicht einfach das Fell noch ein wenig enger? Es ist so steif, ich kann es nicht mehr biegen. Setz dich auf den Schlitten. Nein. Setz dich auf den Schlitten. Wir werden so schneller sein, als wenn du weiter zurückfallst. Nein, das kann ich nicht annehmen. Wir müssen uns beeilen. Wir müssten jetzt los. Kann ich noch mitziehen beim Schlitten? Unbedingt, Obwohl ich ja, mein natürlich. Ding auch habe. Ja, klar. Ja, dann mache ich das. Ja. So, wir verfragten dich jetzt. Ja, ich sträube mich ein wenig, aber... Und wir werfen noch Genau. Fälle um dich herum, also dass wirklich nur noch gerade im besten Fall die Nase rausschaut und beginnen dann zu ziehen.
Nein, Ja. bitte nicht, nein, bitte nicht. Ja, danke. Und so verbringt ihr den Rest dieses Tages mit einem Fabulant am Schlitten, der ein bisschen hast du es dir anders vorgestellt, den ersten, aber ja, warum auch nicht, warum nicht lernen? Ne? Ja. Man muss kleine Schritte machen. Und schließlich warst du den ganzen Tag unterwegs. Es war quasi Wildnis, da waren zwar ein paar Bauernhöfe, aber es war schon Wildnis. Das war im richtig Endeffekt, ne? Wildnis, ja. Und das war schon Abenteuer. Ich habe schon 2, 3 Strophen meiner Ballade. Sehr gut. Und das ist auch der Moment, wo du dann am Schlitten sitzt, hinten, wo die ersten, nicht Flockerl, sondern richtige Flocken beginnen. Und zwar ganz, ganz schnürdelgerade vom Himmel zu fallen. Kein bisschen Wind ist zu spüren, sondern die Schneeflocken fallen langsam. Am Das ist Anfang ein noch gutes wenige. Zeichen, oder? Das schaut nach Unwetter aus. Gut. Also, ich glaube, das Erste, was ich jetzt mache, ist, ich gehe auch zu meiner Kiste und schaue mal, wo ich eine Plane sehe. Also so eine Wasserhaut, die wasserdicht ist. Und Ja. genau, spann die mal über den Schlitten drüber. Eine Ölhaut über Genau, den Schlitten Ölhaut, ja. gespannt. Ja. Ja. Der Rico sieht das, was du tust, und nickt dir zu und beginnt auch fluchend, das aufzubauen. Ja, jetzt hätten wir Ivo gut gebrauchen können, die Sau, sagt er. Gedrungen spannt er das auf. Wo ist der hin? Fahnenflüchtig. Hundesohn. Oi. Auf dem Weg in die Stadt? Ja. Hatte die Hosen voll vom Wolfsgeheul, sagt er. Euch vorstellen, Wache, die Hosen voll hat wegen ein paar Hunden, ein paar großgewachsenen. Hier zurrt das Ding voll zu. Na, wenn er alleine unterwegs ist, wird er nicht weit gekommen sein. Ja, ich weiß nicht, bestimmt weit gekommen, die Sau. Ist alleine gelassen. Mehr Arbeit für mich. Dann, jetzt siehst du das erste Mal, der ist ziemlich stiernackig. Der ist zwar gedrungen und klein, ja. Nicht eines Zwerges, nicht unähnlich dürfte aber keiner sein. Okay. Ja, aber er ist sehr Muskulös. zwergig von seiner Physik her. Ein richtiges Viech. Ein Viech, ja, genau. Ja. Genau. Ja, Kleon wird vermutlich, also den hat der Tag auch nicht unbeeindruckt gelassen. Er hat sich halt mit militärischem Drill und hartem Nehmen durchgekämpft, aber wird jetzt vermutlich auch ein bisschen verloren schauen, wenn ihr anfangt herumzuwummeln, und seine Augen suchen nach Anleitung, nach Anweisung. Nimm die Schnur, fest herum Situation. Wir werden die Schlitten zusammenbinden. Die Schlitten zusammenbinden. Warum binden wir Schlitten zusammen? Fragt der Evangelos. Macht uns das nicht langsamer? Sollten wir nicht schneller zurück ins Jagdschloss? Wir werden nicht wirklich weit kommen. Warum? Wir machen doch gutes Tempo, habe ich das Gefühl gehabt, oder? Ja, ist ein bisschen Schneefall. Also, ich schaue euch beide an, schaue ihn an. Bisschen Schneefall. Ihr wollt weiter. Naja, ich denke ja, oder? Ich meine, sollen uns ein paar Schneeflocken werden uns ja nicht aufhalten, oder? Bei allem gebotenen Respekt, was sagen diejenigen, die hier draußen leben? Das ist nicht nur ein bisschen Schneefall, das ist ein großer Sturm, der da kommt. Das ist schon gut, wenn wir ein bisschen Pause machen hier. Aber sollten wir dann nicht noch schneller weiter, wenn ein Sturm kommt? Das macht keinen Sinn. Der holt uns ein. Der Sturm, der holt uns ein. Richtig, wie sie gesagt hat. Und zum Wald ist es noch ein ganzes Stück. Da ist weit und breit kein Unterschlupf. Das heißt, wir bleiben jetzt hier? Hier? Er dreht sich so in alle Richtungen und du schaust auch so ein bisschen, wo er hinschaut, und tatsächlich ist überall einfach weiß. Ein weißes Meer. Wo würden wir in 2 Stunden sein, außer auch hier? Aber mehr dort vielleicht. Was Hier, Besseres aber dort. werden wir nicht finden. Hier können wir uns vorbereiten. Ihr seid die Wilden aus den Ebenen.
ihr seid das, ich vertraue euch. Ein mystisches Waldwesen, Wilde aus der Ebene, ich vertraue euch, ihr macht das schon. Rico, hast du gehört, Hunsfott? Wir bleiben hier, wir schlagen Ich mache hier unser inzwischen Lager weiter auf. und mache schon sie dort und tu da. Ich helfe auch mit. Wir holen noch aus der Kiste so wie Haringe, ja, die um die Kufen geschlagen werden, dass wenn der Wind sozusagen zerrt, dass die nichts irgendwie umkippen. Ja. Ich binde die Schlitten zusammen, sodass ich nebenan eine Wagenburg, Genau, also eigentlich ein großes Zelt drumherum. Ja, ihr zu dritt findet ihr schnell raus, von wo der Wind wehen wird, wenn es losgeht. Und so, als wäre es Prophezeiung gewesen, dauert es nicht länger als der Moment, wo du den letzten aus Rentierhörnern geschnitzten Haringen reintreibst in Schnee und Eis. Was euch übrigens aufgefallen ist, dass die Bix tatsächlich Wege findet, die wahrscheinlich nicht mal euch aufgefallen wären, ja, an Eis, das dichter gepackt ist, wo man leichter drüber findet, ja, wenn man nur 2 Schritt abweicht von dort, wo sie geht, ja, knack, geht's dann manchmal schon so ein bisschen runter, ja, vor allem wenn man ein bisschen mehr Gewicht hat, ob Rüstung oder Körpergröße und Muskulatur als jetzt der Hunsfott oder der Evangelas, ja, die zwar auch so ein bisschen einsinken, aber für euch ist das dann schon so die Geschichte. Und sie mit ihrem Körpergewicht tänzelt sowieso über diese Geschichten hinweg. Gib Aber mir auch für sehr euch kurze ist es Anweisungen. Hier bleiben, da, Vorsicht hier. jetzt immer, wie Sehr sie kurz und wie sie effizient. Mit ihrem Wanderstab dorthin haut, dahin haut, nicht dort, nicht da, zack, zack. Und immer so. Und sie geht nicht schnürdelgrad, sondern es sind mehr so Wege, ja, aber man erspart sich durchaus Zeit dadurch, dass man diese Eine Wege geht. sichere Rinne. Ich alleine jetzt den Titel Snowdar. Ja, ein bisschen grün ist sie. Snowdar, jetzt check ich's erst. Hat ein bisschen gedauert. Über den Schnee ihr nicht gehen sollt. Big Snowdar Bruchweide. Gelben Schnee ihr nicht essen sollt. Machen wir mal bitte schön für diejenigen, die das Gefühl haben, dass sie der weißen Weite gewachsen sind, einen Wahrnehmenswurf ob Anzeichen von Gefahren, die sich nähern könnten. So, wo tut man das da? Das Ist es Perception? Ja. Perzeption. 19. Ich habe nur 8. Okay. Ich kletter auf so einen Schlitten drauf und dann schaue Ja, ich so. ja. Na, auch für den ganzen Tag, an dem ihr unterwegs gewesen Also seid, ja, hast du einen hervorragenden Pfad gewählt, der fernab, also sobald du Zeichen gesehen hast für diese Aufwürfe, für einen Wurm oder Schnee, der darauf hinweist, dass ein Firnhai dort sein Jagdrevier haben könnte, bist du das großzügig umgangen. Also war es akzeptabel und gut, wo ihr und wie ihr heute hierher gekommen seid. Aber kaum hast du den letzten Haring eingeschlagen, beginnt die erste Sturmböe den Weg zu euch zu finden. Und mit der ersten Sturmböe tatsächlich für euch beide zu hören, das Heulen von Wölfen, die mit dem Heulen des Sturmes einstimmen und euch bis zum Einbruch der Nacht nicht mehr verlassen werden. So weit draußen. Und so schlagt ihr das erste Lager auf. In der weißen Weite. Der Sturm reißt an den Ölhäuten. Der Schnee, ihr habt die Schlitten gut aufgebaut in einem Halbkreis, der euch von der ersten Wucht des Sturms schützt. Gut, dass ihr die Haringe eingeschlagen habt, somit hält das Ganze dem ersten Ansturm statt. Und in Sekunden beinahe bildet sich eine Schneedecke über diesen Schlitten, die vom Wind getragen über euch hinweggefegt wird.
Die Kutten und die Gugel von euren Fellmäntel werden teilweise heruntergerissen, so stark, weil man den Kopf ein bisschen zu weit rausstreckt. Und so liegt ihr unter diesem Behelfsschutz der Schlitten. Und Wachen, habe ich gehört. Werden Wachen aufgestellt. Also 3 Wachen wären wahrscheinlich angebracht. Ob ihr die zu zweit haltet oder alleine, lasse ich euch. 3, also den Evangelos sollte man, glaube ich, nicht zählen. 3. Rico, Jepper, Ja. Hunsvogt. 4, 5, 6, 7. 3 Wachen brauchen wir. 3 mal 2, 3, 2, ja. Also die Hunsvogt, Rico und Jepper teilen wir auf jeden Fall ein. Hunsfott. Hunsfott, Rico und Jepper teilen wir auf jeden Fall. Wie aufregend. Schreist du, denn tatsächlich ist der Sturm so laut, Ja, dass es dir die Worte beinahe aus dem Mund reißt. Aber man hört die aufgeregten, angespannten Worte, also spannenden Worte vom Fabulant, der gegen den Sturm schreit. Die Schwierigkeit ist natürlich überhaupt bei der Wache etwas zu sehen. Ja, also in Wahrheit ist es finster, der Wind geht, in die Richtung kannst du eh nicht schauen, also du kannst eigentlich nur in die andere Richtung des Halbkreises blicken. Ja. Es geht eher darum zu hören und wach zu sein, um den ersten Ansturm, was auch immer, abzuwehren, bis alle wach sind. Ich würde vorschlagen, jeweils einer von uns mit einem von... Das hört sich gut an. Glaube ich auch. Ich mache Wache mit dem Hunsfott. Ja? Das ist ein Gerne. interessanter Name. Ja. Im Hunsfott ist es egal, mit wem er Wache Dem hält. ist alles egal. Dem ist es egal, tatsächlich. Ja. Hunsfott, wir halten die erste Wache. Er schaut kurz, dann schaut er runter, Wir halten die erste Wache. nickt dir zu, zuckt ein bisschen mit den Schultern, tut den Kopf ein bisschen rauf und in dem Moment, wo er den Kopf rauf tut, und er zuckt dort so mit den Schultern und nickt dir aber zu und gibt dir mit Kopfnicken Bescheid, dass er es in Ordnung findet, mit dir die erste Wache halten zu dürfen können. Also, Jepper, du und ich, wir machen die zweite. er nickt. Dann machen wir die dritte. Dann machen wir beide die dritte. Ihr 3. Ja. Okay. Ich werde auch aufpassen, so gut ich kann, sagt der Evangelos. Der liegt so halb in diesen Schlitten, halb so drinnen in seiner Decke und macht euch klar, dass er auch... Naja, ihr solltet rasten. Wir haben morgen wieder eine große Reise vor uns. Ich weiß schon, dass ich ein wenig zurückgefallen bin, aber glaubt mir, schlecht hören tue ich nicht. Und sehen kann ich auch nicht. Aber wenn ihr nicht schlaft, werdet ihr schnell wieder müde werden. Wir werden sehen. Vielleicht bin ich dann schon ausgeschlafen. Ich werde schnell schlafen. Ich glaube, mich dann zur Wache weg. Einen kurzen Moment spiele ich mit dem Gedanken, ihm irgendein Schlafkraut einzuflößen, verwerfe das aber. Ja. Feuer, Holz wäre ein bisschen etwas auf einem der Schlitten. Wollt ihr ein Feuer machen? Und wenn ja, wer macht dieses Feuer? Haben wir einen Feuertopf? Das ist mal das Wichtigste. Ein Topf ist auch vorhanden. Naja, bei an und für sich ein Feuer dort musst du, damit es nicht ausgeht, gut vom Wind abschirmen und ja. Ich hätte eher was an was Ölgetränktes gedacht, wahrscheinlich, das länger brennt. Wollt ihr ein Feuer machen? Ja, Ja. sicher gut. Ich mache ein Feuer. Feuertopf, Feuer. Bitte schön. Mit meinen kleinen Händen mache Geht ich schon ein los. kleines Weil es ist Feuer. nicht einfach in einem Schneesturm, auch wenn man es gut vorbereitet hat, durchaus. Auf was würfel ich da? Survival. Okay. Überleben. Wildnisleben, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Aber ich bin mir nicht sicher. 25. No. Ich habe eine 20. Ich habe eine 20. Natural 20. Oh. Gut, na bitte, ist doch perfekt. Also es ist tatsächlich, du holst dann Topf raus, sie haut ein paar Äste rein, klacketi-klack, Sachen drauf. Ja. So habe ich mir das vorgestellt. Schweigend, sehr Es ist konzentriert. für dich, Fabulant, fast magisch, was die Pix macht.
Das ist mir sowieso klar, dass das Schneller hätte ich eine Ölfunzel in der Taverne auch nicht angezündet. Ja. Sehr beeindruckend. Und so steht dieser Feuertopf in einer hastig runtergestapften, so gut man kann, in Schneekuhle, wo der drin steht und beginnt langsam ein bisschen runter zu schmelzen. Wir werden irgendwie ein Gitterrost haben, ja, und einen anderen Topf, einen kleineren. Ja, ja. Aber da werden wir mal einfach jetzt da an Schnee schmelzen, ja, und dann tatsächlich Trockenfleisch, Trockenwurzeln etc., was wir halt als Vorrat mit haben, reinschneiden, damit wir etwas halbwegs Nahrhaftes zusammenbekommen. Okay, ja, gerne. Ich werde so umgehend wie möglich versuchen zu schlafen, damit ich dann zur Wache bereit bin. Du hast 3 gehabt auf deinen Konstitutionswurf, gell? Also es ist mehr so ein, ja, ich werde auch Wache. Genau. Aber ich habe Fälle. beim Einschlafen habe ich fest vor, aufzuwachen. Zu meiner Natürlich Wache. wirst du, das ist ja keine Frage, oder? Das ist der Abenteuer. Können wir ihn aufwecken? Nein. Nein. Nein, wir müssen morgen schnell weiterkommen. Ja. Er soll schlafen. Und so beginnt irgendwann die erste Wache. Hunsfott und du. Oder? Ja. Gut, der Hunsfott ist kein besonders gesprächiger Geselle eigentlich. Er ist nicht unfreundlich. Wenn du ihm auf irgendwas ansprichst, wird er dir durchaus antworten. Aber er ist jetzt nicht der Konversationsbetreiber. Das in ist dem perfekt. Ich Ja. auch nicht. Er wird in einer dieser Trockenfleisch leicht schon auf gequollenen Trockenfleischstangen kauen, die er aus diesem Topf rausgeholt hat. Und es ist tatsächlich so, wie ihr gesagt habt. Es ist nicht viel mit Schauen und Wache halten. Es ist mehr ein Hören und Wachbleiben, damit, wenn etwas passiert, nichts passiert. Wir werden sehen. Der ersten Wache, die du mit ihm hältst, passiert gar nichts. Das Einzige, was du hörst, ist das Schnarchen von Jepa, das leichte Jammern teilweise von Evangelas, der unter diesem Schlitten liegt, das Heulen der Wölfe ab und an, das vom Sturmwind zu euch gebracht wird und manchmal gar nicht so sehr vom Sturm zu unterscheiden ist. So heult der Wolf und der Sturm. Tja, so vergeht aber eure Wache. Die 2 Stunden sind schnell um. Wer kommt als Nächster? Wecke ich dich leise. Soweit. Gib dich nur. Dann gehe ich rüber zum Jeppa oder krieche mehr, um mich dem Sturm nicht auszusetzen. Ja. Hey, wir sind jetzt dran. Verdammt! Aufstehen und gib ihm so einen Klaps. Ihr hört, wie er sich räuspert, ja, also ihr, die ihr noch nicht schlaft. Man hört es natürlich auch, wenn man schläft oder einen leichten Schlaf hat. Er spuckt irgendetwas aus, das irgendwo mal vielleicht gelebt haben könnte. Und zieht sich sofort alles wieder an, so gut er kann. Du hast gesehen, er hat seine Stiefel ausgezogen in seinem Fellschlafsack. Hat sie nicht drinnen gehabt, was ein gutes Zeichen ist. Ja. Und dann hüllt er sich in sein Fell rein, sitzt mit dem Rücken zum Sturm Das macht er sehr vernünftig. und Ja. schaut. Also ich setze eine mich in Richtung. seine Nähe, ein Stück weit abseits von ihm, ja, aber so, dass man noch trotzdem, Ja. trotz des Windes, sich unterhalten könnte. Ja. Und nachdem ich eine Weile einfach hinausgestarrt habe, greife ich in eine meiner Taschen, ziehe einen Beutel raus und hole eine Klaue heraus und beginne diese zu bearbeiten. Nämlich am Ansatz beginne ich da sozusagen eine Mulde auszuhöhlen. Ja. Er schaut zu dir rüber natürlich, wenn du das machst. Ja, es ist langweilig, außer Ja. dass es kalt ist und dass man herumsitzt. Und er schaut dich an und sagt, echt klar? Ja. Er nickt. Das hat er so nach einer Stunde gesagt, circa. Ja. Das waren die ersten Worte. So nach 3 Minuten kommt dann meine Antwort. Ja. Genau. Ja. Und der sagt nach weiteren 5 Minuten, sagt er, gutes Gespräch. Das finde ich auch. Ja, und währenddessen achte ich aber trotzdem immer wieder drauf, wie weit ist das Heulen noch entfernt? Wird es überhaupt vom Wind noch? Mach einen Wahrnehmenwurf, Perception-Check.
10. 10. Für dich schwer zu sagen, weil der Wind und der Sturmwind dieses Heulen mit sich bringt und manchmal klingt es genauso weit weg, manchmal klingt es näher, dann ist es wieder weiter weg, je nachdem, wie die Sturmböen das mit sich bringen oder nicht. Also es ist schwierig zu sagen, aber nichts, was dich in eine Alarmbereitschaft versetzt, dass irgendwas jetzt ganz in der Nähe wäre oder so. Das nicht. Das Feuer brennt weiter. Also wenn du es pflegst, dann wird es das tun. Also ein Holz nachlegen, Ja. aber so halt schauen, dass es ausreichend ist, damit es nicht ausgeht, aber nicht verschwenderisch mit dem Ressourcen umzugehen. Ja, natürlich. Und so werden wir sehen. Ich schlafe auch noch nicht gleich weiter. Ich setze mich noch ein bisschen ins Feuer und lege ein bisschen nach. Und ich habe so eine schön geschnitzte Pfeife, die ich dann so anzünde und dann sitze ich so. Ah, schön. Und dann schaue ich mir mal alle an, wie sie ruhig schlafen. Und dann lege ich mich dann auch schlafen. Das heißt, Fabulan schaut schön eingerollt in vielen Fällen, die er von dir bekommen hat. Das schaut kuschelig aus im Endeffekt, weil es so tatsächlich so primal ist, dass es wiederum sehr kuschelig ausschaut. Ein Fabuland Burrito. Genau. Eingemurmelt. Gut. Deine Ohren nach außen gerichtet, nicht gestört von viel Gespräch mit einer anderen Wache und auch nicht gestört vom Schmauchen der Pfeife von einer kleinen Gnomin. Vernehmen nichts, das irgendwie eine Gefahr sein könnte. Und so vergeht auch eure Wache, ohne dass irgendetwas passiert. ein russisches Roulette. Ich habe gedacht, so, Kann man auch sagen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Nein. Nein? Eure Wache vergeht ohne Probleme. robb ich wieder durch den Sturm und hey, aufstehen. Ja. Okay. Suche ich dich? Weck dich auch auf? Wir sind. Okay. Ja, das ist Ich bin tatsächlich. beeindruckt. Wir setzen uns auch hin. Ja, das Feuer klost noch vor sich hin. Ein paar Zweige liegen dort bereit, wahrscheinlich bereitgestellt von der Bix und vom Ephraim für euch schon, um das Ganze, wenn ihr es braucht, wieder ein bisschen zu entfachen. Es dampft noch etwas von dieser Suppenteeartigen Gemischsgebräu. Und der dritte Teil der Wache beginnt für euch. Es ist kalt. Für dich, du merkst, der Sturm hat ein bisschen was von seiner Aggressivität verloren. Hat sich ein bisschen ausgebrüllt über der Ebene. Es sind noch immer die Nachwehen vorhanden. Aber du bist zuversichtlich, dass ihr am nächsten Tag, wenn ihr die Schlitten ausgegraben habt, aus dieser Schneewehe, die sich gebildet hat, dass ihr relativ bald wieder aufbrechen könnt. Und so beginnt ihr eure Wache zu halten. Einen Wahrnehmenwurf von euch, bitte schön auch. 15. 21 mit 20. Natural 20. Die zweite Natural 20, hervorragend. Aber für euch beide gilt auch trotzdem noch das Gleiche. Der Schnee, der Sturm verhindern ein Sehen, aber verhindern nicht das Lauschen und das Hören. Das Wolfsgeheul ist noch immer zu hören, ab und an. Nicht mehr ganz so regelmäßig und rhythmisch, wie es beim Schlafengehen der Fall gewesen ist. Ihr habt 2 Stunden Wachezeit. Wollt ihr irgendwie über irgendwas plaudern? Oder ist es eine ruhige Wache, die ihr verbringt? Eine hünenhafte Halborkin in Fellen gehüllt und ein weißer Rabe in Rüstung und Fellen gehüllt eigentlich, die ein kleines Feuertöpfchen teilen? Oder ist es mehr eine wachsame Wache? Also, der Vogel wird vermutlich nicht wirklich viel Gespräch beginnen.
Bin ich neugierig? Also habe ich schon, wie viele Vögel, Rabenvolk Rabenvolk habe ich schon gesehen? hast du noch nicht viel gesehen. Und alle, die du gesehen hast, waren schwarz. Ja. Ich sag nicht. Kein ich einziger singe viel, Weißer. viel lieber. Dann mag ich auf jeden Fall mit dir reden. Na gut, ich hab vermutlich irgendwann einmal mein Gebetsbüchlein rausgezogen, ne, und begonnen halt drin zu dingen, aber wenn du mich ansprichst, werde ich aufschauen. Hast du klappt? Wieder einstecken. Sind Rabenvolk nicht normalerweise schwarz? Ja, sehr korrekt beobachtet. Du hast weiße Federn. Es ist auch ausgesprochen scharfsinnig beobachtet. Ich wurde im Licht des Sols geboren und deswegen dem Tempel verantwortet. So wie es seit alters her in unserem Volk Sitte ist. Es ist vermutlich nur einmal alle paar Generationen der Fall. Weiß ich mehr drüber oder ist es... Wenn er sagt Licht des Sols, ist dir relativ klar, dass er vom Klerus in irgendeiner Art und Weise sein muss. Ja. Inwieweit du dich jetzt mit der Kirche Sols Wahrscheinlich beschäftigt hast, sehr, ja. die spielt bei euch jetzt nicht eine... Ja. Also Sol oder die Sonne, ja, spielt bei euch natürlich eine Rolle, weil sie wichtig ist einfach, ja, oder weil er wichtig ist, aber jetzt nicht mehr als Schneeleopard oder Elch oder Wolf oder die vielen anderen, der Wald, der Baum, der Strom, die Orgelbäder, alles hat Geister und ist wichtig. So ist auch die Sonne und Sol wichtig. Ist zwar ein mächtiger Geist, aber nicht, ja. Er kommt von selber, den muss man nicht rufen, gell? Genau. Okay, dann lasse ich das einfach so stehen. Aber ich sagte noch, dass der Wind lässt langsam nach. Morgen wird es ein besserer Tag. Dann können wir morgen hoffentlich gute Meilen machen zu diesem seltsamen Ort. Falls Fabuland mithält. Und wenn wir ihn tragen. Wir haben ihn bis jetzt gezogen, wir werden ihn noch weiterziehen. Seid ihr oft hier draußen unterwegs? Nicht oft, aber ab und zu mit meinem Clan. Clan. Waren wir schon im Wald. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Glaswald, genau. Ja. Im Glaswald. Wo lebt euer Clan? Bei den Bergen. Wir sind nomadisch. Wir ziehen herum, aber in der Nähe von den Bergen. Verzeiht meine städtische Unwissenheit, aber was für ein Clan? Der Schneeleopard-Clan. Sorry. Ich muster dich so von oben nach unten. Würde ich das an euch erkennen, wenn ich die Zeichen zu deuten wüsste? Durchaus. Der Schneeleopard-Clan sammelt Trophäen. Und ich deute auf meine Haare, wo ich den Hasenknochen dran habe und einen Wolfszahn. Und das die sichtbaren Trophäen. Ah, gut, danke. Das wird mir helfen, wenn ich hier öfters unterwegs bin, was mir wohl passieren wird die kommenden Monate. Wieso das? Da Cleon wimmelt sich ein bisschen ein, sich die Umhang dicht daran im Orden, also in meinem Clan, wenn ihr so wollt. Ist es üblich, am Ende seiner Ausbildung, am Ende seiner Weihe, ein ganzes Soljahr hinauszugehen, ungebunden von den Zwängen und Regeln, denen wir sonst unterworfen sind. Und einige mischen sich in der Stadt unter das Volk, lernen ein Handwerk oder gehen Vergnügungen nach.
glaube nicht, dass das ist, was mich dieses Jahr beschäftigen soll. Ich habe mein ganzes Leben im Tempel verbracht. Ich habe die Stadt noch nie verlassen. Ich glaube, es wäre im Sinne und im Wunsch Souls, ein Jahr lang dem Tempel so fern zu bleiben wie möglich. Das heißt, das ist dein erstes Mal aus der Stadt draußen. Ja, Wie aufregend. Die Weite, frei zu sein. ja, es ist... Ich bemühe, es mir nicht anmerken zu lassen, aber tief in meinem Innern bin ich vermutlich ähnlich wie Fabulan aufgeregt. Ist das Wort oder ist das vielleicht eher... Freust du dich? Freuen? Wie würde sich das äußern? Wenn du dran denkst, rauszugehen, dem Orden wegzubleiben, macht dich das glücklich. Hast du Angst? Ich weiß es nicht. Einerseits ja, einerseits glaube ich, sollte ich rausgehen und lernen und Erfahrungen machen. Aber ich weiß nicht, ob ich es nicht nur deshalb will, weil es meine Aufgabe ist. Aha. Wir können das rausfinden. Ja. Lehrt mich, was ihr wisst über das Reisen hier. Und wenn ich euch helfen, unterstützen kann, mit dem, was in meiner Macht steht, dann sagt es mir. Sehr gerne. Die weite Weiße hat viel herzugeben, auch wenn es vielleicht nicht so wirkt, aber hier kann man viel lernen. Ich hoffe, ich lebe lange genug, um es zu lernen. Mit euch an meiner Seite kann mir das sogar gelingen. Natürlich. Wir haben einige in der Gruppe, die sich auskennen. Ich freue mich, dass Wir schaffen das. wir uns getroffen haben. Und so vergeht die dritte Wache. Das Anblick Souls verdeckt zwar von der immerwährenden Decke an Wolken und anderen Dingen gedämpft, verhindert nicht, dass der Grauen des Morgens über euch hinwegbricht. In der nächsten Folge. Und im nächsten Moment seht ihr, wie von der Seite ein grauer Schatten auf ihm drauf springt, ihm die Kehle rausreißt, ein zweiter Wolf auch auf ihm drauf springt und ihn unter sich begräbt. Schnee spritzt, Blut spritzt in der Dunkelheit. Ihr könnt mir Initiative würfeln. Alle, bitteschön, können mir Initiative würfeln.